Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder frisch gepresst aus Kalifornien. 7 Uhr morgens, ihr seht den Wasserfall, ihr seht den Pazifik, ihr seht die Palmen, das Leben ist schön. Einzig fehlt noch die Sonne, aber das ist ja morgens um 7 immer normal. Das heißt also, es kommt nachher Sonne und wir haben dann leckere 20, 25 Grad für den Oktober, für den 1. ist es geil. Ja, die Pilotenstreikdrohung ist wahr geworden. Man hat sich für Streik entschieden. Ein Datum fehlt noch. Die Flottenstrategie der Lufthansa wird wieder etwas geändert. Man passt sie an. Stellenabbau in der Verwaltung und Margenziele sollen verbessert werden bei der Lufthansa, besonders Frankfurt betroffen. Weiter geht es dann mit dem Thema SAS. Die haben jetzt eine echte europäische Business Class. Naja, nun gut, wenn man halt den freien Mitbesitz als echte Business Class sieht. Und last but not least, die Lufthansa Miles & More Kreditkarte nimmt langsam Schwung auf und da könnt ihr von der Deutschen Bank die Karte bekommen. Wer sie zuerst bekommen kann, erkläre ich euch, wenn es soweit ist, zum Thema der Sendung. Denn vorher müsst ihr wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch kommentieren, kommt aufs Cool und schaut euch das Thema an. Die Pilotenstreikdrohung beim ersten Thema ist natürlich wie immer eine unangenehme Sache für uns. Meine Mutter schrieb mir, ach, ich wollte eigentlich Lufthansa nach Athen buchen, jetzt fliege ich Aegean. Sie hatte verpasst oder hat sie mitbekommen, dass der Streik bei den Lotsen in Griechenland abgesagt worden ist. Also da gibt es dann Erleichterung, aber bei uns keine Erleichterung, bei Lufthansa-Freunden. Heißt also, es gab eine deutsche Mehrheit bei der Urabstimmung für den Arbeitskampf, 90% Beteiligung bei den LH-Piloten, 95% sogar bei den Cargo-Piloten. Heißt 88% der Piloten bei der Passage und 96% der 95% haben sich bei der Cargo für Streik entschieden. Die Zustimmung ist also top und dann sagte der Präsident Pinheiro, Streiks sind jederzeit möglich. Heißt also, da geht es los, da gibt es Gas. Worum geht es? Es geht um die Altersversorgung. Die Altersversorgung ist ein zentrales Fundament der Lebensplanung für Piloten, mindestens genauso wichtig wie die gesetzliche Rente. Und da ist es das, wofür die Piloten im Moment kämpfen. Die Lufthansa lehnt Nachbesserungen ab, schlichtweg keine Mitte, sagt Jens Ritter, auch als ehemaliger Pilot. Widerstand gegen die Verlagerung von Kurz- und Mittelstreckenfliegern, natürlich gehen die an die Discover oder aber auch an die City Airlines. Das findet man gar nicht toll. Bereits 2030 sollen die Hälfte der Kurz- und Mittelstreckenjets bei den beiden betrieben werden. Und das ist natürlich ein Thema. Das heißt also außerhalb des Lufthansa-Kerns, der Mainline, wie man das so schön nennt. Ja, sollte Lufthansa auf die Forderung eingehen oder ist das richtig, dass die Lufthansa an dieser Stelle da ein bisschen sagt, nee, wir haben die Knete nicht? Oder ist das alte Leiden der Lufthansa, dass sie immer kein Geld haben, wenn es um Streiks geht? Aber auf der anderen Seite, alle machen ja Geld. Swiss macht Geld, selbst ITA ist im Bereich, dass sie jetzt Geld machen. Nur die Lufthansa nicht, die sagen, sind zu teuer. Ist das ein echtes Problem Geld oder haben die irgendwelche Umsätze verschoben, dass es nach außen hin so aussieht, als ob sie kein Geld machen, um die Piloten und dann letztendlich auch die Mitarbeiter zu drücken? Ja, das gleichzeitige Thema, was dann kommt, ist natürlich der Stellenbau in der Konzernzentrale. Aber ich würde erstmal nochmal auf die Flottenstrategie einwollen beim zweiten Thema, denn die Investitionen bis 2030 sind 20 Boeing 777-9er, 15 Airbus A350-1000, 22 Airbus A350-900, 33 Boeing 787-9er. Also das heißt, man hat 20 Boeing 777-9er, die kommen, man wartet ja händeringend drauf. Fokus ist vom Feuersänger, das ist der Flottenmanager, der sagt folgendes Zitat: Unsere Investitionen in Großraumflugzeuge sind substanziell und sehr strategisch. Zitat Ende. Ausgemustert werden natürlich logischerweise auch Flugzeuge, die 330-200er, die 340-300-600, die 747-400 geht weg, die 767-300 geht weg, die 777-200 gehen bis 2028 raus. Jedes neue Interfront-Flugzeug steigert den EBIT um ca. 10 Millionen Euro jährlich. Also daran sieht man, was die Flugzeuge doch für ein Potenzial haben, um die Marge bei der Lufthansa zu stärken. Nebenbei Verdoppelung der Belly-Frachtumsätze auf bestimmten Routen
Und es gibt auch eine Standortstrategie, nämlich die 350-1000er gehen nach München, ausschließlich bis 2030. Swiss und Brussels könnten 350 erhalten. Discover Airlines soll auch die 350-900er übernehmen. Also auch da will man was schaffen. Und jetzt ist die Frage natürlich, ist Frankfurt benachteiligt, dass die 350-1000er nur nach München gehen? Oder sagt ihr, nö, das ist normal, das ist so, da muss man mitleben? Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Der Stellenabbau bei der Verwaltung beim nächsten Thema ist natürlich auch ein Thema, um die Margenziele zu erhöhen. Und die Lufthansa möchte 4000 Stellen in den Verwaltungseinheiten streichen und möchte da halt wirklich sagen, zu gucken, dass die Alterszeitmodelle Schutz vor betrieblichen Kündigungen bieten. Heißt also, dass Leute früher in die Rente gehen. Und künftig möchte man halt ein bereinigtes EBIT, das nennt sich dann auch operative Gewinnmarge, künftig bei 8-10% haben. Das ist ja schon länger ausgerufen worden. Aktuell ist man nur bei 4,4% und die Aktionäre sollen weiterhin irgendwo zwischen 20 und 40% Rendite bekommen. Marge sage ich schon, Rendite bekommen. Die Gründe sind natürlich relativ klar. Man hat halt die Südhalbkugel, die Flüge von Rom aus, man hat Stärkung von Eurowings und Technik, auch militärischen Service bietet man ja an für die F-35 zum Beispiel auch. Also insofern wird die Lufthansa mit diesen Einschnitten wirklich zukunftsfähiger oder gefährdet man damit Service und den Standort Deutschland, wenn es alles irgendwie verschoben wird? Und dann ist natürlich eine andere Frage, ist es so mit der Hub-Strategie auch, dass das alles aus eurer Sicht passt? Armchair-CEOs nach vorne. SAS bekommt eine echte europäische Business Class. Wie ich ja schon sagte, freier Mittelsitzplatz, das gab es ja vorher nicht. Seit heute wird das wieder eingeführt, der blockierte Mittelsitz, Premium Dining mit Glas, Porzellan. Man hat jetzt Priority Check-in und auch Boarding, Zugang zu 60 Lounges weltweit. Man hat jetzt 2013 das Ganze abgeschafft auf Europaflügen. Man hatte das dann genannt SAS Plus, was ja eine bessere Premium Economy Erlebnisgeschichte ist, wenn man sie so ein bisschen vergleicht mit den Freunden von LOT, die ja eine Premium Economy haben. Und die Rückkehr wegen der neuen Eigentümer und deren Langstreckenstrategie, weil es halt natürlich sehr, sehr schwierig ist, das zu verkaufen. Alleine schon ist es so schwierig zu verkaufen den Leuten, dass man in dieser Europakabine sitzt. Wenn ich hier in Amerika fliege, ich fliege ja von Los Angeles nach Dallas demnächst, und da sitze ich halt auf einem anderen Sitz als in der Economy. Die nennen es aber auch First Class, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also insofern interessant. Aber die strategischen Gründe ist halt wirklich, dass es wegen der neuen Eigentümer ist, damit es in die KLM und Air France Struktur passt, weil die haben das ja auch so. Und Paul Verhagen, das ist der COO von SAS, sagte, the strong early interest shows that our premium strategy resonates with the customers. Also die Leute sind bereit, anscheinend auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja, man muss natürlich auch sagen, ja, wenn Sie jetzt das Essenserlebnis so hervorrufen, weil Sie in der Strategie so geil sein wollen, muss man natürlich auch sagen, KLM, das Essen ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja gerne schreiben, was ihr davon haltet. Air France ist ein bisschen besser, der Franzose kann halt kochen. Und Finnair, die ich ja bevorzugt fliege im Moment aufgrund meiner Lokalität Tallinn, ist es ja so, dass man dort ähnliche Kategorie hat. Also das Essen ist gut in der Business Class, ist jetzt keine Epiphany, keine irgendwelche Offenbarung, aber es ist okay. Also da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Würdet ihr halt für den blockten Mittelsitz mehr zahlen und Loungezugang? Oder ist das halt in Europa einfach nur ein Marketing-Gag, weil man halt einfach die Business-Class-Sitze gar nicht drin hat, sondern nur Economy-Class-Sitze? Da wäre ich mal gespannt, was ihr so sagt. Letztes Thema ist die Lufthansa Miles & More Kreditkarte, die ja jetzt langsam ausgerollt wird seit dem 1. Oktober. Nur Statuskunden FTL Sen-Hon bekommen die Zugang sukzessive. Es passiert langsam. Die Öffnung für andere Preise sind halt identisch zu früher. Die Blue kostet 5,50 pro Monat, die Gold 11,50. Für Sen und Hon bleibt sie gratis, aber der FTL kriegt halt die Reduzierung 5,41.
und man bekommt 6.000 Miles immer Punkte, Miles Willkommen Bonus und 40 Statuspunkte, also ein bisschen besser als vorher, aber mal schauen, was das so bringt. Login ins Miles More Konto, Zugriff auf Online-Banking, Ausweis, App oder Video-Ident. Dann gibt es natürlich relativ mehr Themen, das Ganze mit dem Ident. Also man muss die neue Karte beantragen, weil man darf es leider nicht so 1:1 austauschen, das ist so. Und Nachteile hat diese Karte immer noch oder wieder oder wie auch immer, weil man muss natürlich sagen, 1,95 Fremdwährungsgebühr außerhalb der EU und 6.000, auch die 40 Punkte, ist eher im Bereich vernachlässigbar. Also würdet ihr die Karte jetzt bevorzugen? Fandet ihr DKB besser oder sagt ihr, die Deutsche Bank ist tipptopp, da will ich hin? Da bin ich mal gespannt auf eure Aussagen, wie ihr das da seht und wie eure Meinung dazu ist. Ihr wisst wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu abonnieren und ein Like dazulassen. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Dann nochmal die Fragen des Tages natürlich nicht vergessen zu beantworten. Die erste Frage ist halt, sollten beim Streik einfach gesagt werden, nee, ihr sollt nicht streiken, wir bezahlen euch das, oder hat Lufthansa wirklich kein Geld? In Bezug auf Flottenstrategie natürlich könnt ihr auch beantworten, ob ihr das tipptopp findet. Heute haben wir eigentlich alle Fragen des Tages, die wir beantworten müssen. Und natürlich auch die SAS-Mittelsitzstrategie. Ist das etwas, was tipptopp ist oder eher ist halt so? Und DKB oder Deutsche Bank, welche Lufthansa Miles & More Kreditkarte findet ihr besser? Also, kommentiert oder auf School. Also, bis dann, danke, tschüss und denkt dran, die nächste Sendung zu schauen. Bis dann, ciao, ciao.